Herzlich willkommen zum weiteren Video bei Perfect Green. Endlich ist es soweit, das Wetter ist fantastisch und nun starten wir auch auf unserer Testfläche in die Saison 2023. Viel Spaß! Wir haben Anfang April, das Wetter ist wirklich absolut genial heute und nun starten wir auch endlich auf unserer Testfläche mit der Rasensaison. Ja, auf meiner Fläche haben wir vor circa 2 Wochen schon angefangen. Der Grund ist einfach, wir sind etwas höher, wir liegen hier etwas in einem Tal und zudem haben wir auch hier ganz andere Gräser, wir haben keine Supina und deswegen starten wir auch heute hier in die Saison und ich freue mich echt mega drauf. Ich hätte gesagt, wir schauen uns gleich die Fläche an, wie gut sie über den Winter gekommen ist oder durch den Winter gekommen ist. Wir haben heute vor, erstmal zu düngen. Wir haben vor, Bestandsaufnahme zu machen. Mähen müssen wir und Thema Blumenwiese werde ich auch noch was dazu sagen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal den Rasen an. Los geht's! Ja, die Fläche. Wir haben ja hier 3 verschiedene Grassorten drin, beziehungsweise verschiedene Mischungen drin. Und ich sehe schon, jede Testfläche, jeder Bereich hat es eigentlich anders gut oder nicht so gut durch den Winter geschafft. Also prinzipiell sind alle sehr gut durch den Winter gekommen. Aber man merkt ganz klar den Unterschied von dem einen oder dem anderen Rasen. Und das ist echt mega interessant. Wir haben hier, das ist ja unsere erste Fläche, wir haben hier den Eurogreen Mediterran mit sehr viel Rohrschwingel. Und also der Rohrschwingel, er ist ja ein Trockenrasen, er wurzelt sehr tief runter, ist generell extrem dunkelgrün. Sehr breites Blatt, dunkelgrün und muss sagen, er ist wirklich super über den Winter gekommen. Er ist eigentlich sehr dicht, auch Unkraut. Wir haben hier ein bisschen Unkraut drin. Kann man eigentlich Unkraut sagen? Weiß nicht. Disteln, also eine andere Pflanzenart. Alles außer Rasen hier. Da sind ein paar Disteln drin. Hier haben wir noch was. Das hatten wir ja auch ganz am Anfang. War das auch drin. Da habt ihr ja viele Kommentare reingeschrieben, was es ist. Das geht aber deutlich zurück. Und ansonsten muss ich sagen, ist er echt richtig dicht. Er ist schön dunkelgrün und er wird auf jeden Fall jetzt erstmal richtig gepusht durch einen ordentlichen Dünger. Und dann darf er natürlich auch richtig gut loslegen. Man muss auch beachten, diese Fläche hier ist erst, glaube ich, ein Dreivierteljahr alt, wenn überhaupt jetzt. Wir haben ja erst Mitte letzten Jahres eingesät. Ja, wie gesagt, noch relativ grün, relativ dunkelgrün. Ein paar Fremdgräser sind drin. Es war ja eher eine Wiese, ein Acker. Hier haben wir jetzt noch ein anderes Gras drin. Ging natürlich nicht alles raus. Wir haben ja keine Chemie eingesetzt, wir haben nur umgepflügt und losgelegt. Ja, und hier sieht man es vielleicht ganz gut. Ich hoffe, ihr seht es auch. Hier ist die Grenze. Genau Richtung dem Pfosten, da wo ihr seid. Da ist die Grenze. Und hier ist ein anderes Saatgut drin. Hier ist der Sportrasen drin, der WM-Rasen von Eurogreen, mit hauptsächlich Lolium perenne und die Poa pratensis. Und da merkt man schon, der ist gelb. Der ist deutlich gelber, gelblicher. Er ist nicht gelb, er ist gelblicher. Man merkt einfach, dass der Rasen deutlich mehr Nährstoffe braucht. Und der Rasen jetzt über den Winter einfach, der Boden, er ist einfach ausgelaugt, er braucht Nährstoffe. Und das merkt man hier wirklich extrem, also hier genau in diesem Bereich. Deswegen werden wir ja auch, wie gesagt, düngen. Thema Düngen, wir halten uns hier in dieser Testfläche, haben wir gesagt, an den Loopy Green Düngeplan. Die findet ihr alle in der Videobeschreibung, wir blenden es euch ein. Die sind übrigens kostenlos zum Download. Ja, und dann auf dieser Fläche hier, da haben wir ja den Rasana Top. Der hat einen erhöhten Festuca-Anteil. Und da muss ich sagen, wow, er sieht echt gut aus. Er ist deutlich feiner, er ist aber grüner. Er ist jetzt nicht ganz so gelb wie der in der Mitte. Man merkt einfach, dass die Festuca etwas weniger Nährstoffe benötigt und dass die eigentlich ja, eher ein anspruchsloses Gras ist. Eher weniger zum Mulchen geeignet. Deswegen haben wir ja auch den hier eingesetzt. Wir wollten ja auch mal testen,
auf der Mähroboter-Testfläche sein, eine Mähroboter-Testfläche, damit wir einfach sehen, ob es wirklich so ist oder was macht der Rasenfilz. Und wenn man jetzt hier steht und schaut mal hier hoch, dann sieht man es eigentlich ganz gut, zumindest ich sehe es ganz gut. Ich hoffe, ihr könnt es auch erkennen. Man sieht schön die Unterschiede, man sieht eigentlich auch schön die Unterschiede von der Feinheit vom Gras. Es sieht völlig anders aus. Ja, was haben wir noch? Viel Laub. Das ist ein wenig ein Problem. Also zunächst mal hier auf der Fläche, ihr seht es auch hier, wir haben hier, das ist immer noch die Festuca-Fläche oder höheren Anteil an Festuca, also keine ausschließliche Festuca. Wir haben aber deutlich mehr Fremdarten drin, Unkräuter drin. Ja, auch wieder Disteln. Hier haben wir wieder, ja, so, was ist denn das? Keine Ahnung, irgendwelche so Bodendecker. Also wir haben hier wirklich, der Rasen kann sich nicht so gut wehren gegen Unkraut. Der Sportrasen übrigens, da ist so gut wie kein Unkraut drin. Da merkt man einfach, dass der extrem dominant ist und richtig Gas gibt. Ja, hier ist eigentlich noch ist Sonne. Bald ist hier Dauerschatten durch den großen Baum hier. Und hier haben wir Laub. Und da ein kleiner Tipp an euch. Also wir haben es nicht geschafft. Wir waren jetzt auf der Fläche, waren wir jetzt schon 3-4 Monate nicht mehr. Und hier haben wir das Laub nicht vollständig entfernt. Und da ist jetzt natürlich, Laub ist einfach schlecht, weil da kommt kein Licht hin, da kommen keine Nährstoffe hin, kein Sauerstoff hin. Und ich glaube, wenn wir das Laub heute hier entfernen, ist da nicht mehr viel mit Rasen. Also wir müssen nachsehen, wir werden generell die ganzen Flächen nachsehen. Nicht heute, aber so in 1-2 Wochen werden wir nachsehen. Aber ich hätte gesagt, wir tun jetzt erstmal Rasenmähen und dann kriegt er mal einen kleinen Start, einen richtigen Punch mit dem Stickstoffdünger, mit dem Loopy Green Frühjahr. Und dann kann auch der Rasen hier richtig gut starten. So, wir haben gemäht, wir haben gedüngt und mir ist jetzt richtig warm geworden. Das ist echt wahnsinnig warm. Ich hätte gesagt, wir zeigen jetzt mal gleich die Fläche. Ich möchte euch noch mal kurz erklären bzw. was sagen. Wir kriegen immer wahnsinnig viele Anfragen. Wie starte ich ins Frühjahr? Was muss ich beachten? Und da würde ich jetzt gerne kurz drauf eingehen. Also, wir haben gemäht. Ja? Bedeutet aber nicht, dass ihr beim ersten Mal mähen von 50 auf 20 mm runter mähen sollt. Ihr solltet wirklich nur die Spitzen abschneiden. Das ist sehr wichtig. Durch das Spitzenabschneiden regt ihr das Gras wieder an zu wachsen. Es kann sich regelrecht wieder, also der ganze Stoffwechsel vom Gras geht wieder in Fahrt, kommt in Fahrt und dadurch kommt der ganze Prozess wieder in Gang. Ganz wichtig ist auch, also wie gesagt, Messer
also Spitzen abschneiden, Messer sollten scharf sein, sonst verletzt ihr das Gras zu arg. Und ihr seht ja auch, ich habe eigentlich wirklich nicht viel abgeschnitten. Er sieht immer noch ungleichmäßig aus, ist aber völlig normal, weil ich habe mal hier, mal da ein paar Lücken, ich habe ein paar Dellen, Rasen ist uneben und das dauert jetzt einfach 1-, 2 Mal mähen und dann kommt er wieder richtig in Fahrt. Ja, apropos in Fahrt kommen, ihr solltet ihm natürlich auch einen ordentlichen Dünger geben. Und da kommt auch immer die Frage, Mensch, welchen Dünger empfehlt ihr? Da sage ich nochmals, schaut einfach in die Pflegepläne rein. Wir haben gesamt fünf verschiedene Pflegepläne. Wir nutzen hier unseren Loopy Green Pflegeplan. Das ist ein organisch-mineralischer Dünger, weil wir einfach hier gesagt haben, wir wollen hier keine High-End-Fläche. Wir wollen hier wirklich eine Testfläche für Mähroboter, für alles Mögliche, Sichelmäher. Wir testen hier vielleicht verschiedene Geräte, Gartenwerkzeuge etc. Und deswegen wollen wir keine perfekte Rasenfläche. Wir haben auf meiner Rasenfläche einen relativ schönen Rasen, fast perfekt. Einen perfekten Rasen gibt es ja nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir haben hier auch gar keine Zeit. Deswegen werden hier Mähroboter zum Einsatz kommen. Und das ist auch der Grund, warum wir hier wirklich einen Loopy Green Pflegeplan verwenden. Und der ist relativ einfach mit relativ wenig Pflegemaßnahmen. Ja, was solltet ihr beachten beim Düngen? Ihr solltet auf jeden Fall beim ersten Mal düngen auf die Temperatursumme achten oder Bodentemperatursumme achten. Boden sollte so zwischen 8 und 10 Grad haben. Das haben wir locker erreicht, das passt alles. Und vor allem, ihr solltet einen Dünger verwenden, der ordentlich Stickstoffanteil drin hat. Immer Stickstoffanteil im Verhältnis zum Kaliumanteil. Wir haben jetzt den Loopy Green, der hat glaube ich 11 Stickstoff und 4 Kalium. Ich meine, wir müssen nochmal nachschauen. Und da kommt er erst so richtig in Fahrt. Da braucht ihr natürlich die doppelte Menge im Vergleich zum Spring, den ich auf meiner Fläche einsetze, weil er natürlich, den Spring hat 25% Stickstoff. Ja, aber wichtig, wie gesagt, einfach Stickstoff betonen, dass das Gras richtig in Fahrt kommt und richtig pushen kann. Hier sind wir jetzt auf der Fläche, wo ich es vorhin angesprochen habe. Wir haben hier das Laub nicht entfernt. Und jetzt schaut euch mal diese Fläche hier an. Da ist so gut wie kein Rasen mehr. Das ist echt Wahnsinn, was das ausmacht. Wir haben hier, der war echt relativ dicht. Ihr könnt es auch gern vergleichen. Wir haben ja schon mehrere Videos hier gebracht von der Fläche. Und der war echt relativ dicht. Und jetzt ist es so mega lückenhaft. Es ist echt schade, natürlich. Zum einen schade, aber auch für euch natürlich richtig gut, dass ihr auch mal seht, was passiert, wenn ich das Laub nicht runternehme, wenn ich die Äste nicht runternehme, wenn ich Hundespielzeug oder Kinderspielzeug über den Winter nicht runternehme. Zum Vergleich, hier war komplett alles mit Laub voll, ihr habt es gesehen, und hier war immer weniger Laub, bis hierhin war gar kein Laub mehr. Und ihr seht es auch hier, er ist nicht perfekt, wie angesprochen, wir wollen keinen perfekten Rasen, aber er ist deutlich dichter. Und je weiter ich jetzt natürlich hinterkomme, desto besser wird der Rasen, desto dichter wird der Rasen. Und desto mehr kann sich natürlich auch das Gras jetzt vermehren. Das heißt, wir müssten nicht unbedingt nachsehen. Da drüben im Schattenbereich, im Laubbereich müssen wir definitiv nachsehen. Jetzt hätte ich gesagt, gehen wir noch auf unsere Blumenwiese. Da sage ich auch noch 1, 2 Dinge dazu. Das sind unsere ca. 80 Quadratmeter, vielleicht auch 100 Quadratmeter Blumenwiese. Wir haben hier letztes Jahr eine Blumenwiese, eine mehrjährige Blumenwiese eingesät. Und die ist jetzt natürlich, die blüht nicht mehr, vertrocknet. Keine Ahnung, wie man dazu sagt. Die werden wir jetzt auf jeden Fall auch wieder aufbereiten. Wir werden das Ganze abmähen. Aber hier ganz wichtig, Blumenwiesen möchten kein Dünger, so gut wie kein Dünger. Sie möchten einfach einen sehr mageren Boden. Deswegen werden wir hier nicht mit dem Mulchmaster durchfahren. Wir werden nicht mulchen, wir werden mit dem Fangkorb mähen. Den haben wir jetzt nicht dabei. Wir fahren jetzt heim oder machen es später, je nachdem. Aber wie gesagt, auch für euch wird hier wieder eine schöne Blumenwiese kommen. Das war's soweit. Wir haben die Fläche vorbereitet und die Robis können jetzt langsam starten. Wir werden unsere 3 Robis, ja,
3. Es werden 3 große Robis hier starten. Alle, die uns auf Instagram und Facebook verfolgen, die haben es vielleicht schon mitbekommen. Einer davon ist ja der Navimo, den haben wir ja schon vorgestellt. Und die anderen 2 werden hier jetzt auch installiert. Wir sind auch im Überlegen, ob wir die Fläche ganz da hinten, ihr seht es immer wieder auf den Drohnenaufnahmen, ob wir diese Fläche auch noch mit reinnehmen als Mähroboter-Testfläche. Dann haben wir mal richtig, richtig viel. Da sind wir aber noch im Überlegen und werden wir mal schauen, ob wir uns das wirklich noch antun sollen. Wenn Fragen sind, einfach in die Kommentare, alle Links etc. in den Kommentaren und in der Videobeschreibung. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao.